Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute mal ein ernsteres Video. Aufgrund aktueller Vorfälle habe ich mich dazu entschlossen, ein Thema zu behandeln, über welches der eine oder andere von Ihnen garantiert schon mal nachgedacht hat. Kann mein Hund mich gegen einen Messerangreifer beschützen? Liebe Zuseher, gestatten Sie mir bitte, diesbezüglich etwas auszuholen, um meine Meinung zum Thema besser erklären zu können. Ja? Ich hatte da mal ein sprichwörtlich einschneidendes Erlebnis, welches mir höchstwahrscheinlich 5 Jahre später das Leben gerettet hat. Ich möchte Ihnen gerne davon erzählen. Ich war etwa 20 Jahre alt, auf einem Rummelplatz in Wien-Floridsdorf anwesend. Zu fortgeschrittener Stunde, kurz vor Mitternacht, war ich Zeuge, als ein mir bekannter Mann und guter Kampfsportler etwa 4 Meter von mir entfernt von einem Messerangreifer hingerichtet wurde. Dieser Mann wurde in einem Zeitraum von etwa 5 Sekunden 6 oder 7 Mal heftig in die Brust gestochen. Etwa 20 Meter daneben standen 4 Polizisten, die diese Situation erkannten und mit gezogener Waffe da reinstürmten. Der Messerangreifer ließ die Waffe fallen, ergab sich und der Niedergestochene verstarb noch an Ort und Stelle. Schreckliche Erfahrung gewesen, hat mich ziemlich schockiert. Verständlich. Etwa 5 Jahre später geriet ich in einem Lokal ebenfalls in Wien-Floridsdorf in Konflikt mit einem Herrn aus der schwerkriminellen Szene. Ja, der drehte da völlig durch, war Kokain gesteuert und an diesem Abend, aus welchem Grund auch immer, ja, plötzlich der Meinung, wegen mir seine Ehre, sein Gesicht vor den anderen Gästen in diesem Lokal verloren zu haben. Ja. Er fasste sich hinten in den Hosensack hinein und zog eine Klinge mit etwa 25 cm Länge. Wo er die versteckt gehabt hat, weiß ich nicht. Aber mit der stand er vor mir. Mit Tötungsabsicht. In dieser Situation erinnerte ich mich an das etwa 5 Jahre zuvor erlebte Szenario, welches mich derartig schockiert hat und entschloss, um mein Leben zu laufen. Ich stürmte aus dem Lokal hinaus und bewegte mich auf Geschwindigkeiten eines Windhunds zu. Ja? Das rettete mir das Leben, denn ich sage Ihnen was, liebe Zuseher. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht unbedingt dafür bekannt, körperlichen Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Das ist keine Sache, auf die man stolz sein muss, bin ich auch nicht. Hat manchmal mehr mit Dummheit als mit Mut zu tun, aber jeder hat seine Fehler, so auch ich. Ich stellte mich aber nicht, denn hätte ich das getan, würde ich heute nicht da sitzen. Der hätte mich getötet, der hätte mich ausgeweidet. Davon bin ich überzeugt. Ja. Also, dieses etwa 5 Jahre zuvor stattgefundene Ereignis hat mir an diesem Abend das Leben gerettet, denn es hat mich dazu verleitet, zu flüchten und mich nicht zu stellen. Klingen, liebe Zuseher, richten fürchterlichsten Schaden an. Ja. Wie sieht das aus, wenn Sie Ihren Schutzhund in so einem Fall dabei haben? Sie wissen ja, dass ich auf die Eigenschaft Schutztrieb bei Hunden stehe. Mir gefällt das, ich suche das bei Hunden, ich mag das unheimlich. Und das hat Gründe. Auch meine Hunde haben mir diesbezüglich schon tolle Dienste geleistet. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein Beispiel erzählen, das ebenfalls in diesem Video dann zum Thema aufgeht. Ich war da in den 90er Jahren etwa 21 Uhr im Herbst mit meinem American Pitbull Terrier Attila auf der Donauinsel unterwegs bei der letzten Spaziergangrunde. Attila war ein exzellenter Schutzhund und wir wissen alle, Bullterrier zählen eher nicht zu den besten Schutzhunden. Doch in den Jahren, als ich Attila besessen habe, habe ich dafür gesorgt, dass er einer wird und er wurde einer. Ist mir gut gelungen. Bewegte mich da auf ein Lokal namens Schilfhütte zu und wollte etwa 20 Meter vor dem Lokal rechts in den Wald abbiegen und nach Hause gehen. Als ich das tat, erkannte ich von der Ferne 3 Männer, die dieses Lokal verlassen haben. Ich kannte alle 3. Waren dafür bekannt, im angetrunkenen Zustand für das eine oder andere Problem zu sorgen, waren Raufbolde. Mit einem dieser 3 hatte ich schon mal einen Konflikt, bei welchem dieser den kürzeren zog und seitdem Rachegedanken in meine Richtung verschwendete. Ja. Also, ich merkte, als die näher kamen, dass auch die mich erkannt hatten, ja, und entwickelte eine gewisse Körperspannung deswegen. Ist verständlich. Sie wissen, wie unsere Hunde in solchen Situationen
funktionieren. Die haben die feinsten Antennen, merken, wenn Spannung in der Luft liegt. Attila nahm also ebenfalls eine dominante Körperhaltung ein, was mir entgegenkam. Als sie dann etwa auf selber Höhe waren, startete mein Hund einen Scheinangriff, den ich nicht unterbunden habe. Ich habe damals die Situation abgeschätzt und war der Meinung, es ist besser, diesen Scheinangriff zuzulassen. Ich habe ihn allerdings derartig gesichert gehabt, dass er nicht fähig dazu war, die 3 zu erreichen. Als Ergebnis hatten wir 3 erschrockene und beeindruckte Herren, von welcher einer die Aussage auf Wiener Dialekt tätigte, na Alter, der ist geil, da geh nicht zu mir. Was auf Hochdeutsch so viel bedeutet wie der Mann, der ist gefährlich, dem nähere ich mich nicht. Es geschah also nichts, weil mein Hund dabei war. Die gingen weiter, ich ging unbehelligt nach Hause. Ich sage Ihnen jetzt, was hätte geschehen können. Ich weiß schon, hätte Fahrradkette, aber das ist nun mal so. Wäre ich ohne meinen Hund unterwegs gewesen und die 3 hätten mich erkannt, wären die über mich hergefallen. Schauen Sie, ich war damals schon kampfsporttechnisch recht gut drauf, hätte aber dennoch keine Chance gegen die 3 gehabt. Die waren nicht sturzbetrunken, was einen Vorteil für mich dargestellt hätte, sondern die waren nur angeheitert. Es waren 3 erfahrene Raufbolde, ich wäre chancenlos gewesen. Die wären über mich drüber gefahren wie die Eisenbahn, ja, die hätten mich dort vernichtet. Jeder, der meint, er kann sich alleine gegen 3 gestandene Männer behaupten, die ebenfalls etwas erfahren sind, der hat von der Materie keine Ahnung, liebe Zuseher. Es hätte natürlich auch geschehen können, dass die einen Angriff in meine Richtung starten, während ich meinen Hund dabei hatte. Doch auch da wären meine Chancen nicht so schlecht gewesen. Attila und ich waren ein gutes Team und die hätten einiges zu tun gehabt mit uns beiden. Ja. Also die Chancen wären nicht schlecht gewesen. Wäre allerdings einer dieser 3 mit einer Klinge ausgestattet gewesen oder hätten gar alle 3 ein Messer mitgehabt, dann wäre die Sache völlig anders ausgegangen und die hätten meinen Hund und mich filetiert. Schauen Sie, liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Es gibt im Internet so viele Lehrvideos von selbsternannten Kampfsportexperten oder Kampfsporttrainern, die Ihnen weismachen wollen, wie Sie sich unbewaffnet mit bloßen Händen gegen einen entschlossenen Messerangreifer wehren können. Ich appelliere an Ihre Vernunft. Schenken Sie diesen Videos keinen Glauben. Tun Sie das nicht. Diese Beiträge sind fatal. Niemand da draußen, keiner, egal wie gut er ist, kann sich mit bloßen Händen gegen einen entschlossenen, halbwegs kräftigen, wild um sich und wuchtig um sich stechenden, auf sie zustürmenden Messerangreifer wehren, ohne dabei schwerst verletzt oder gar getötet zu werden. Niemand schafft das. Hier hilft Ihnen nur eine Schusswaffe, die Sie als eventueller Waffenpassbesitzer legal mit sich tragen können. Oder ein Baseballschläger, aber wer läuft im Alltag mit dem Baseballschläger herum? Ja? Wenn es Ihnen möglich ist, in diesem Moment wegzulaufen, dann tun Sie das. Das ist die beste Verteidigung gegen einen Messerangreifer. Die Flucht. Vertrauen Sie mir. Doch wie sieht das aus, wenn Sie mit einem guten Schutzhund unterwegs sind? Hier gibt es einige Theorien, die ich aufgestellt habe diesbezüglich und die möchte ich Ihnen jetzt kurz mal preisgeben. Schauen Sie, wir wissen ja alle, dass unsere Hunde im Fall der Fälle verschiedene Taktiken anwenden. Da gibt es den von mir genannten Vollstrecker. Das ist der Hund, der im Fall der Fälle agiert, ähnlich wie die Catchdogs beim Wildschwein. Der sucht sich einen Körperteil, auf welchen er sich verbeißt und beginnt dann mit voller Körperkraft zu schütteln. Dann gibt es die Hunde, die diese Hit-and-Run-Taktik anwenden. Ähnlich wie es Cattle Dogs beim Vieh tun. Hunde, die hauptsächlich Beine angreifen. Zubeißen, weg. Zubeißen, weg. Hit-and-Run-Taktik. Und dann gibt es Hunde, die begnügen sich damit, den Angreifer zu binden, mit Scheinangriffen, ohne wirklich zuzuschlagen. Ähnlich wie die Ridgebacks es beim Löwen getan haben. Es gibt natürlich auch Hunde, denen der Schutztrieb völlig fehlt, die dann nur tatenlos daneben stehen und zusehen. Und es gibt Hunde, die halt Angst haben. Die treten die Flucht an. Ist so. Wir gehen aber jetzt davon aus, Sie sind im Besitz eines Hundes, der darauf eingestellt ist, Sie auf jeden Fall zu beschützen. Mit welcher Taktik auch immer. Ich sage Ihnen was, der Hund, der diesen Vollstrecker darstellt, welche für mich die Taktik ist, die im Fall eines Angriffs eines unbewaffneten Angreifers die effektivste darstellt, ja, ist hier der Hund mit den meisten Nachteilen. Schauen Sie, auch wenn dieser Hund noch so stark, noch so schnell ist, auch wenn dieser Hund den Angreifer im Nacken, Hals, Gesichts- oder gar Hodenbereich packt. Also das sind alles Ziele, bei welchen der Mensch, der Angreifer, auch wenn er mit Messer ausgestattet ist,
höchstwahrscheinlich recht schnell außer Gefecht gesetzt wird, wird ein Mensch, der in der Meinung ist, zuzustechen, den Hund immer noch 3, 4, 5 oder 6 Mal stechen können. Schauen Sie, es ist ein weit größerer Schritt, zuzustechen oder zuzuschlagen, als zuzuschlagen. Ein Mensch, der sich mal dazu entschlossen hat, zuzustechen in Tötungsabsicht, ist derartig Adrenalin überflutet, dass er auch einiges an Schmerz verträgt. Hier haben eventuell am besten Chancen die Hunde, die diese Hit-and-Run-Taktik anwenden oder die Hunde, die den Angreifer versuchen zu binden mit Scheinangriffen, ohne wirklich zuzuschlagen. Wieso? Nun, wir wissen alle, dass unsere Hunde reaktionstechnisch, was die Explosivität, die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit betrifft, uns weit überlegen sind körperlich. Das wissen wir, die sind viel schneller als wir, viel reaktionsschneller als wir. Diese Hunde haben recht gute Chancen, nicht gestochen zu werden bei ihren Scheinangriffen oder bei ihrer Hit-and-Run-Taktik, bei welcher dieser Messerangreifer in Adrenalinrausch ständig versuchen wird, den Hund zu treffen. Ja. Doch zumeist ist es so, wenn Sie einen beherzten Hund haben, der Sie vor einem Messerangreifer beschützen möchte, dass dieser Hund schwerste Verletzung davonträgt oder gar getötet wird. Also davon können Sie ausgehen. Ist so. Ja. Theoretisch gibt es allerdings Dinge, wie ein Hund sie sehr effektiv und relativ unbeschadet vor einem Messerangreifer schützen könnte. Das ist eine Theorie. Ja. Wenn Sie Ihren Hund auf den Hodenbiss trainieren und ihn ständig im Alltag mit einer Sauernschutz- oder Stichschutzweste bekleiden. Ja, aber wer tut das? Sie wissen schon, es gibt also Sauernschutzwesten für die Jagdhunde, die aufs Wildschwein gehen, oder die Stichschutzwesten, wie sie oftmals Diensthundeeinheiten ihren Hunden anziehen, die mehrere 100 Euro kosten. Und es gibt viele Einheiten, die ihre Hunde auf den Hodenbiss trainieren. Und alle männlichen Zuseher, die da jetzt anwesend sind, können sich vorstellen, was für unbeschreibliche Schmerzen das sein müssen, wenn sie ihre Hoden im Kiefer eines Hundes wiederfinden. Ja. Ich möchte gar nicht daran denken, Wahnsinn. Ja. Also theoretisch, ja, eventuell Hit-and-Run-Taktik, Hodenbiss und der Hund begleitet mit einer Sauenschutz- oder Stichschutzweste. Das wäre der perfekte Messerangriffsschutzhund, möchte ich sagen. Doch in der Praxis ist es meiner Meinung nach so, dass wir alle beten sollten, dass uns das niemals geschieht, egal wie gut unser Schutzhund ist, weil wir immer damit rechnen müssen, dass unser beherzter, mutiger und fantastischer Schutzhund bei einem derartig entschlossenen Messerangriff schwerst verletzt oder gar getötet wird. Das ist meine Meinung, liebe Zuseher. Ich würde mich auch freuen über Ihre Meinung. Ich möchte bei diesem Video ebenfalls die Kommentarfunktion aktivieren und Sie dazu einladen, mir Ihre Meinung preiszugeben. Tauschen Sie sich untereinander aus, geben Sie sich untereinander Tipps, wenn Sie wollen, aber ich habe da eine riesengroße Bitte an Sie. Ich bitte Sie innigst um Folgendes. Halten Sie sich mit politischen Kommentaren zurück. Ich bitte Sie. Tun Sie das nicht. Das ist ein Hundekanal. Wir sind hier politisch farbenblind. Ich weiß schon, jeder von uns hat seine politischen Einstellungen und politischen Ansichten. Das ist ganz klar. Aber auf diesem Kanal werden Menschen nicht gespalten. Auf diesem Kanal finden Menschen zusammen. Denn, passen Sie auf, wir sind ja schließlich die mächtige United Army of Dog People. Ist übrigens ein toller Name. Ich muss gleich mal nachsehen, ob es den schon irgendwo gibt. United Army of Dog People. Wenn nicht, lasse ich mir den patentieren. Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie mir in den Kommentaren reinschreiben, wie Sie das sehen. Kann mein Hund mich gegen einen entschlossenen Messerangreifer beschützen? Tauschen Sie sich gegenseitig aus, schreiben Sie mir Ihre Meinung da rein. Aber wie gesagt, ich bitte Sie darum, halten wir uns von politischen Aussagen fern. Ja? Ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und möge uns allen so etwas niemals geschehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.